Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute geht es um die Kiste, das ist der Warm Audio Buscomp. Wie die Kiste klingt, werden wir heute zum einen nicht nur besprechen, sondern auch direkt im Video zeigen. Und wir haben dafür Drums, wir haben dafür Gitarren, wir haben dafür den Mixbus. Einfach mal reinhören. Los geht's! Whitey! Timson! Da steht schon wieder was. Und wir haben unseren Worten Taten folgen lassen. Wir haben tatsächlich noch Anfang Januar über die Kiste geredet. Da wurde die nämlich vorgestellt, kurz vor der NAMM. Und nun? Und jetzt haben wir sie hier zum Testen, so wie wir es gesagt haben. Und was ist das? Der geübte Recording-Schüler, der kennt das Design. Woran erinnert das? Ist irgendwas mit S? Und noch ein S und ein L. Ne? Genau. Das ist ein Nachbau oder ein Clone, eine Adaption, was auch immer, eines SSL-Buskompressors. Genau. Und zwar vom Warm Audio. Der SSL-Buskompressor ist, ich habe eben überlegt, vielleicht der meistgenutzte Kompressor der Welt oder den man am meisten auf Hits hört, weil der in jeder SSL eingebaut ist. Ja. So, der sitzt in der Master-Sektion und in fast jeder SSL-Konsole und ich glaube, jeder, der eine SSL-Konsole hat, benutzt das Teil auch. Deswegen der meistgenutzte Kompressor auf Hits. Egal, wir schweifen ab. Die Kiste, das ist ein VXR-Kompressor, genau wie das Original. Und was macht die Kiste so legendär? Oder, ja. Der Sound, der Punch. Ja. Punch ist nämlich eigentlich das Stichwort dazu, weil das ist ein Mixbus, ein Stereo-Mixbus-Kompressor. Das heißt, den tut man auf eine Drumsumme, den tut man auf die Gesamtsumme, den tut man auf irgendwelche Stereosignale, die halt zusammengeprügelt werden müssen. Und man nennt es auch Glue It Together. Genau, ne? ja. So. Ne? Oder auch als Parallelkompression, ne? Dass man die Transienten des Originalsignals nicht so zerquetscht ne? Und trotzdem diese hat. Genau. Und der hat auch was ganz Schickes hier. Der hat eine Taste, die nennt sich Transformer. Engage Transformer. Klingt, als hätte man nochmal einen zusätzlichen Kompressor. Als ob da noch ein zweiter Kompressor das drin pumpt wäre. noch mehr. Genau. Ne? Was machen wir mit der Kiste gleich? Denn das ist das Entscheidende. Wir haben uns einen Song vorgenommen und werden zum einen einmal die Drums da durchschicken. Danach werden wir die Drums in der Parallelkompression da durchschicken und das Signal reinfaden. Dann haben wir einmal Overheads, die wir einzeln da durchschicken. Dann haben wir Gitarren, die wir da durchschicken. Und am Ende kommt nochmal der Gesamtmix, den wir einmal da durchschicken. So, um mal so von einem Song und von einem Soundcharakter so ein Gesamtbild zu geben. Anfangen tun wir tatsächlich mit den Drums, die wir da durchschicken. Kleines Interlude von dir, was haben wir da gemacht? Also wir haben einen Rocksong und wir haben uns erfreut. Wir haben das bekommen, was wir erwartet haben. Einen punchigen Sound, egal ob wir jetzt eine Summe durchgeschickt haben oder Parallelkompressionen gemacht haben. Ja, die Kiste macht das, was sie soll. Definitiv, also ich bin wirklich fasziniert. Dann würde ich sagen, hören wir einfach mal direkt mal rein. Los geht's! Los geht's! So, das waren Drums einmal in der Normal- und einmal in der Parallelkompression.
Und als nächstes würde ich sagen, hören wir uns mal an, wenn wir einfach nur Overheads da durchschicken. Weil das macht man auch regelmäßig, dass man einfach mal nur die Overheads auf eine Summe oder auf einen Drumbus oder sonst irgendwas schickt, ja, und die komprimiert. Deswegen würde ich sagen, Das ist ja auch eine Art zu arbeiten von vielen Produzenten, dass sie sich verschiedene Busse machen, wo dann halt so ähnliche oder diese Kompressoren dann verbaut sind. Und dann schieben die mal das eine oder andere rein und gucken, was so passiert. Dann hast du so eine Masse, die du bewegst und du guckst, wann kickt das, wann macht mich das an. ja, würde ich sagen, hören wir direkt mal in die Drum Overheads rein. Bis gleich! Das waren die Drum Overheads. Und jetzt würde ich sagen, für mich auch sehr spannend, wenn man das mal auf Stereo gepannte Gitarren packt. Was da passiert. Und ich kann schon so viel verraten, da passiert so einiges, oder? Ja, man muss dazu sagen, natürlich eine ziemlich heavy Geschichte. Ja, genau, ne? genau. Es ist Rock. Es ist schon ordentlicher Rock. Rectifier. Und ja, was erwartet man dann? Das Signal geht so von hier nach da. Genau, es muss einfach Also nach vorne, also es muss schon vom Gesicht. Zeichen. Ja. Genau, ne, darum geht's ja. Ne? Genau, das macht das Ding auch. Also, Dass sie stabil einfach dastehen. ja. Hören wir rein? Das waren die Gitarren. Ich glaube, das hat man auf jeden Fall deutlich gehört. Und als nächstes, extrem geil, und das ist ja so die Paradedisziplin von der Kiste, wirklich der Mixbox. Also den gesamten Song, alle Spuren in der Summe einmal damit komprimieren. Sind wir auch ziemlich rabiat zugange gegangen. Ja. Also wir haben es auch mal plakativ wirklich ganz ordentlich reingefahren, damit das Ding wirklich am Pumpen ist. Ja. Da ist ja jetzt mit keinem mitgeholfen, wenn wir das ja so ganz homöopathisch aufdrehen. Genau, Dann sagt ja. jeder, oh, da passiert vielleicht was oder auch nicht. Ne? Also man soll schon hören, dass die Kiste arbeitet. Aber trotzdem, also unterm Strich, es passiert halt schon wahnsinnig viel. Ne? Das ist, was du eben sagtest mit Glue Together. Ne? Das kommt wirklich so alles zusammen. So leisere Dinge kommen nach vorne, es puncht und prügelt und peitscht. Das ist genau das, was man erwartet von so einem Ding. Ne? Ja, absolut. Und ich bin Fan. Also ich find's geil. Das ballert schon ordentlich. Wann kommt der zweite? 2? Hören wir einfach mal rein. Bis gleich. Tschüss. Das war der Mixbus. Fett, oder? Mega. Ich find's richtig gut, ehrlicherweise. Ja. Also, und jetzt nochmal, will nicht so viel Werbung für die Kiste machen, aber so ein SSL-Kompressor kostet 3.500 Euro in der 19 Zoll Version. Das ist eine Menge Geld. Und das Ding kostet ein Drittel davon, glaube ich, ungefähr. Roundabout, Ich bin schwer beeindruckt von der Kiste. Absolut. Also, wie gesagt, wir haben jetzt das extra in Extremeinstellungen auch gezeigt, was die Kiste kann. Vor allem, für mich ist gerade eins wichtig. Wir haben das Ding auch mal ein bisschen nochmal mit Plugins verglichen. Ja. Und gerade diese extremen Einstellungen, die wir eben gemacht haben,
da laufen Plugins halt Lichtjahre hinterher. Da muss man sich nichts vormachen. Also diesen Punch und Druck, den bekommst du tatsächlich nur mit Hardware. Ja. Ne, das Also wir haben es explizit halt mit dem Universal Audio SSL Buskompressor probiert und wir werden demnächst auch noch ein Video tatsächlich raushauen, wo wir dann auch mal einen Vergleich machen. Plugin gegen die Kiste, gegen einen originalen SSL. Das wird spannend, ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, aber für ein Drittel des Preises ist diese Kiste, wow. Ein Must-have eigentlich im Studio, ne? Wirklich, kann man nicht anders sagen. Das, wenn man immer denkt, meine Tracks, ich muss die immer zum Mastern geben und ich bin nicht so zufrieden. Ich glaube, das Ding kann sehr, sehr viel davon schon einem abnehmen. Also, dass man die Tracks schon halbfertiger noch kriegt, als man sie sonst irgendwie aus der DAW rausschickt, ne? Ja, kommst du schon eventuell in Richtung von dem Sound, den du dir vorstellst, ne? Genau. Gerade wenn du heute so einen mega druckvollen, punchy Sound haben. Also das ersetzt natürlich kein Mastering, muss man ganz klar sagen. Nee, natürlich nicht, klar, aber kein professionelles Mastering. Aber trotzdem, also viele der Kompressoren, die wir hier haben, ja, auch so schön sie teilweise sind für so eine Summenkompression dann letztendlich nicht das Maß der Dinge. Ja, so ein F76 oder sowas, ne? Dann nimmst du halt nicht. Und ich kann nur sagen, wow. Probiert aus. So. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal und schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der Kiste? Was haltet ihr von dem, was ihr gehört habt? Und wenn ihr den selber habt, wofür nutzt ihr den? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.